Japan. Ein Land uralter Legenden, in dem Geister wandeln und Monster in den Schatten lauern. Über den himmlischen Ebenen Japans erhebt sich Amaterasu, die strahlende Sonnengöttin, Mutter des Lichts und Ursprung der kaiserlichen Linie. Ihre goldenen Strahlen schenken Leben, ihr Glanz durchdringt Berge, Flüsse und Kirschblütenhaine. Doch einst verbarg sie sich und Japan versank in Dunkelheit, bis ein göttlicher Tanz sie zurück an den Himmel rief. Seitdem leuchtet sie unermüdlich, Symbol der Harmonie und göttlichen Ordnung. Ihr Licht lebt fort in der Seele Japans, in seinen Tempeln, seiner Kunst und dem Wappen des Kaisers, das ihre Strahl noch heute widerspiegelt. Wenn der Schnee lautlos fällt und der eisige Wind durch die Berge weht, erzählt man in Japan von Yuki Onna, der Schneefrau. Schön und geisterhaft erscheint sie in weißen Gewändern, mit Haut so blass wie gefrorenes Mondlicht. Doch hinter ihrer Anmut verbirgt sich tödliche Kälte. Mit einem Hauch erstarrt sie Wanderer in der eisigen Nacht, gefangen zwischen Mitgefühl und Grausamkeit. Ihre Legenden leben fort, in alten Erzählungen, Filmen und Animes, wo sie als verführerische, doch unnahbare Gestalt erscheint. Ein Symbol der Vergänglichkeit, so flüchtig wie der Schnee selbst. Wild wie der Sturm, ungezähmt wie das Meer, Susanoo, Gott des Windes und der Wellen. Vertrieben aus dem Himmel, zog er rastlos umher, bis er dem Ungeheuer Yamata no Orochi begegnete. Mit göttlichem Mut besiegte er die Bestie und brachte Japan ein heiliges Relikt. Seine Legende lebt fort, in Mythen, Samurai-Geschichten, Videospielen und Anime. Ein Gott des Chaos und des Schutzes, unberechenbar wie der Sturm selbst. Schlau, wandelbar, geheimnisvoll. Die Kitsune, Japans mystische Fuchsgeister. Sie streifen durch die Nacht, mal als treue Boten der Götter, mal als trickreiche Gestaltwandler. Mit jedem Jahrhundert können sie neue Schwänze wachsen lassen, bis zu 9, wenn sie höchste Weisheit erreichen. Ihre Fähigkeiten sind ebenso vielfältig wie ihre Legenden. Sie können Feuer entzünden, den Wind beherrschen oder den Geist täuschen. Ihre Magie verzaubert Geschichten, von alten Legenden bis zu Manga, Anime und Videospielen. Mal sind sie listige Verführer, mal Wächter heiliger Schreine. Doch eines bleibt gewiss: Wenn der Wind durch die Wälder flüstert, könnte es das Lachen einer Kitsune sein. Nicht jede Katze ist nur ein Haustier. Manche bergen ein dunkles Geheimnis. Die Bakeneko, wandelnde Katzengeister, tanzen auf ihren Hinterpfoten, flüstern mit Menschenstimmen und bringen Flüche über jene, die sie misshandeln. In der Dämmerung verwandeln sie sich, ihre Augen leuchten unheilvoll. Sie sind Zeichen des Unbekannten, zwischen Diesseits und Jenseits wandelnd. Ihr Erbe lebt weiter, in Geistergeschichten, Kabuki-Theatern und unzähligen Anime und Spielen. Denn in Japan weiß man, eine Katze könnte mehr sein, als sie scheint. Still und erhaben wacht Tsukuyomi, der Mondgott über die Nacht. Bruder der Sonne, doch verbannt in die Dunkelheit, seit ein göttlicher Streit ihn von Amaterasu trennte. Sein silbernes Licht spiegelt sich in stillen Seen, sein Name hallt durch Legenden und moderne Geschichten. Ob in Manga, Anime oder Videospielen, Tsukuyomi bleibt ein Symbol für das Mystische, das Ferne, das Unverstandene. Ein einsamer Gott, dessen Licht ewig über Japan scheint. Schön wie eine Geisha, tödlich wie eine Spinne. Jorogumo, die Spinnenfrau Japans. In menschlicher Gestalt verführt sie arglose Reisende, nur um sie in ihrem Netz zu fangen. Ihre seidigen Fäden sind Fallen, ihr Charme eine Illusion. Wer ihr verfällt, wird nie wieder gesehen. Seit Jahrhunderten webt sie ihre Geschichten in Legenden, Kabuki-Theater und moderne Popkultur. In Manga, Anime und Filmen erscheint sie mal als grausame Jägerin, mal als tragische Gestalt. Doch eines bleibt gewiss: Wo Schönheit und Gefahr eins werden, könnte Jorogumo lauern. Treue Wächter oder rachsüchtige Geister. Die Inugami, hundeartige Wesen Japans, sind beides zugleich. Aus alten Ritualen geboren, binden sie sich an ihre Meister, gehorchen jedem Befehl, selbst wenn es Rache oder Mord bedeutet. Doch wer sie missachtet, fällt ihrem Zorn zum Opfer. Ihre Geschichten flüstern durch die Jahrhunderte, von alten Legenden bis hin zu Anime, Manga und Videospielen. Sie sind Schutzgeister und Fluch zugleich. Loyal, doch niemals zahm. Tief in Japans Flüssen und Teichen lauern die Kappa,
Wasserdämonische Trickster, halb Schildkröte, halb Ungeheuer. Sie locken Unvorsichtige ins Wasser, fordern sie zum Ringen heraus oder stehlen ihre Lebenskraft. Doch wer sich verbeugt, zwingt sie zur Höflichkeit und vielleicht zur Freundschaft. Ihre Geschichten spiegeln sich in Tempeln, Folklore und moderner Popkultur, von Anime bis hin zu Videospielen. Mal sind sie schelmische Gefährten, mal unheimliche Schatten unter der Wasseroberfläche. Wenn der Winter die Welt erstarren lässt, erscheint die Tsurara Onna, die Eiszapfenfrau. So schön wie das gefrorene Licht des Morgens, doch ebenso kalt und vergänglich. Anders als die Yuki Onna, die den Schnee selbst verkörpert, ist sie die Verkörperung des reinen Eises. Sie liebt Menschen mit stiller Sehnsucht, doch wer sich ihr hingibt, erfriert in ihrer eisigen Umarmung. Ihre Legende flüstert durch verschneite Dörfer, inspiriert Geistergeschichten, Kunst und moderne Erzählungen in Anime und Manga. Sie ist der frostige Hauch des Winters, ein Versprechen von Schönheit, das in der ersten Frühlingssonne schmilzt. Mit einem herzhaften Lachen und einem frechen Grinsen zieht der Tanuki, der japanische Marderhund, durch die Wälder. Ein Meister der Verwandlung, spielt er mit der Realität, nimmt jede Gestalt an, von einem Baum bis hin zu einem mächtigen Samurai. Doch hinter seinem Humor verbirgt sich auch eine tiefe Weisheit. Seine Geschichten sind tief in der japanischen Folklore verwurzelt und finden sich in der modernen Popkultur, von Filmen bis zu Videospielen. Der Tanuki ist ein Symbol für Freude, Glück und die Magie des Wandels. Groß, furchteinflößend mit leuchtenden Augen und Hörnern. Die Oni, Dämonen der japanischen Folklore, sind Kreaturen der Zerstörung und des Chaos. Doch sie sind mehr als nur Schrecken. In alten Legenden stehen sie auch für Prüfung und den Kampf gegen das Böse. Ihre Gestalten erscheinen in Kabuki, in Festivals und moderner Popkultur, von Animes bis zu Videospielen. Die Oni erinnern uns daran, dass selbst die dunklen Kräfte Teil der Weltordnung sind. In den fernen Bergen Japans fliegen die Tengu, mächtige, vogelartige Wesen, die mit ihren Flügeln die Stürme beherrschen. Halb Mensch, halb Vogel sind sie Meister des Krieges und der Natur. Ihr scharfsinniger Blick und ihre Fähigkeiten machen sie sowohl gefürchtet als auch respektiert. Ihre Geschichten sind tief verwurzelt in japanischen Legenden und finden sich auch in modernen Medien, von Samurai-Geschichten bis zu Anime und Videospielen. Die Tengu stehen für die Wildnis, die Weisheit und die ständige Herausforderung, sich selbst zu überwinden. Mit 8 Köpfen und 8 Schwänzen aus den Tiefen der japanischen Legenden erhebt sich Yamata no Orochi, der Drachengeist, dessen schrecklicher Zorn das Land in Angst versetzte. Furchterregend und unbesiegbar, bis der Held Susanoo mit Mut und List das Ungeheuer besiegte. Seine Legende lebt weiter in Mythen, Anime und Videospielen. Ein Symbol für das Böse, das nur durch Tapferkeit überwunden werden kann. Aus den finsteren Bergen Japans stieg Shutendoji, der berüchtigte Oni, dessen Name in ganz Japan für Schrecken stand. Mit einem Körper so mächtig wie ein Berg und einem Durst nach Blut brachte er Angst und Chaos über das Land. Doch sein Ende kam, als ein tapferer Held, Minamoto no Raiko, ihm das Haupt abschlug und das Böse besiegte. Die Legende von Shutendoji lebt weiter in vielen Erzählungen, von alten Kabuki-Stücken bis zu modernen Anime und Filmen. Ein Symbol für die ewige Konfrontation zwischen Gut und Böse. Listig und unberechenbar, der Amano-Yaku ist ein kleiner Dämon aus der japanischen Folklore, der den Menschen in die Irre führt. Er lebt von Widersprüchen und macht sich die Schwächen der menschlichen Natur zunutze, indem er den guten Rat ins Gegenteil verkehrt. Seine Geschichten finden sich in alten Erzählungen und modernen Medien, von Märchen bis zu Manga und Anime. Der Amano-Yaku ist ein Symbol für die Versuchung, den eigenen inneren Dämonen zu widerstehen. Gesichtslos und unheimlich erscheinen die Nopera Boar, geisterhafte Wesen aus der japanischen Folklore. Ihre Gesichter sind glatt wie Leere, ihre Augen leer von allem Leben. Wer ihnen begegnet, wird von einem schaurigen Gefühl der Verlorenheit ergriffen. Diese Gespenster spuken durch alte Erzählungen und finden ihren Platz in modernen Horrorgeschichten und Animes, ein Symbol für das Unbekannte und die Angst vor der Leere.
Mit einem spöttischen Lächeln und einer auffälligen Erscheinung schleicht der Nur-Arion in die Häuser der Menschen. Der geisterhafte Dämon mit dem Kopf eines alten Mannes und dem Körper eines Schlangenmenschen hat die Angewohnheit, sich in den Alltag einzuschleichen und das Leben der Menschen zu stören. Seine Geschichte lebt in alten Legenden und modernen Medien weiter. Von Folklore bis zu Anime und Manga, ein Symbol für das Unheimliche, das sich in die gewohnten Welten einschleicht. Die Ugume ist ein geisterhaftes Wesen aus der japanischen Folklore. Eine Mutter, die nach ihrem Tod in der Welt der Lebenden verweilt. Mit einem Kind in den Armen erscheint sie, traurig und untröstlich auf der Suche nach Erlösung. Ihr Ruf ist der nach Liebe und Fürsorge, doch wer sich ihr nähert, wird in ihr unendliches Leid verstrickt. Die Legende der Ugume lebt weiter in Folklore, Filmen und modernen Animes, ein Symbol für unerfüllte Wünsche und die starke Bindung einer Mutter zu ihrem Kind. In der Dunkelheit der Nacht schlängeln sich die Rokubi, Wesen mit langen, dehnbaren Hälsen, die sich bis in die unergründlichsten Winkel ausstrecken. Tagsüber unscheinbar verwandeln sie sich in grauenhafte Gestalten, die mit ihren erschreckenden Fähigkeiten den Schlaf der Menschen stören. Diese Geister finden ihren Platz in alten Erzählungen und modernen Horrorgeschichten. Von Filmen bis zu Anime, ein Symbol für das Unheimliche, das in der alltäglichen Welt lauert.